Ihr wollt mit dem Produzieren starten und seid auf der Suche nach Equipment, wisst aber gleichzeitig nicht so genau, wo ihr damit anfangen sollt. Dann seid ihr hier genau richtig. Gerade wenn man mit dem Produzieren starten will, ist man natürlich viel im Internet unterwegs. Da sieht man dann viele Bilder von großen Studios mit teurem Equipment. Das sieht natürlich immer gut aus, erweckt aber auch gleichzeitig den Eindruck, dass man das alles auch wirklich braucht. Mittlerweile ist das natürlich Quatsch. Gerade Home-Studios sind minimalistisch, können aber ebenso guten professionellen Sound bringen. Was ihr dafür braucht, das zeige ich euch in diesem Video. Grundlegend für jede Musikproduktion ist natürlich ein Computer. Hier reicht die Spanne von einem billigen Laptop bis hin zum super großen High-End PC-Tower. Gerade für Starter würde ich natürlich empfehlen, dass ihr hier den Computer benutzt, den ihr vielleicht schon zur Verfügung habt. Wenn ihr aber in der Position seid, einen neuen Rechner zu kaufen, achtet auf eine gute CPU, viel Arbeitsspeicher und viel Speicherplatz. Den Streit, ob ein Mac oder ein PC besser ist, möchte ich hier gar nicht erst aufmachen. Nehmt einfach das, was euch am besten gefällt. Ein PC ohne Musikprogramm bringt euch auch nicht wirklich weiter. Also kommt geeignete Software auf die Liste. Auch hier gibt es natürlich mittlerweile eine große Auswahl an Programmen, die euch zur Verfügung stehen. Dabei ist es im Grunde total egal, ob ihr Logic, Cubase, Ableton, Fruity Loops, Reaper oder Bitwig Studio benutzen wollt. Im Grunde könnt ihr mit allen Programmen alles machen. Testet am Anfang einfach ein paar Programme und entscheidet euch für das, was euch am besten gefällt. Ich zum Beispiel habe damals mit Logic angefangen. Richtig Klick gemacht hat es bei mir aber erst, als ich auf Ableton gewechselt bin. Weiter geht's mit dem ersten Hardware-Equipment. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr irgendeine Art von Audio-Interface euch zulegt. Da könnt ihr dann Boxen, Mikrofone, Instrumente oder aber Kopfhörer dran anschließen. Das Interface ist quasi die Schnittstelle zwischen Input und Output. Mittlerweile gibt es schon relativ gute und relativ günstige Interfaces. Scarlett zum Beispiel bietet gute Einsteigermodelle an, aber auch Firmen wie Native Instruments und Co. Bis 200 € solltet ihr jedenfalls ein gutes Interface bekommen können. Jetzt fehlt nur noch ein gescheites Paar Kopfhörer. Ich empfehle hier extra Kopfhörer, weil es meiner Meinung nach gerade für Einsteiger sehr flexibel ist, mit Kopfhörern zu arbeiten. Ihr spart euch zum Beispiel die akustische Optimierung eures Raums und könnt mit Kopfhörern bis tief in die Nacht arbeiten und rumprobieren. Kopfhörer von Firmen wie Beyerdynamics oder AKG sind für den Einstieg gar nicht schlecht. Auch hier solltet ihr bis 300 € schon ein gescheites Paar bekommen können. Gerade bei Kopfhörern solltet ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben und vielleicht 2 bis 3 Modelle testen. Denn wie soll man denn gut klingende Musik produzieren, wenn die Abhöre gar nichts taugt? Die absoluten Basics habt ihr jetzt. Mit dem Setup seid ihr im Grunde in der Lage, gut klingende Musik zu machen. Habt ihr denn mal Interesse daran, mein Setup zu sehen? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Denn natürlich gibt es noch mehr Equipment, über das auch ihr mal nachdenken könnt. Es ist natürlich notwendig, die Musik, die man macht, auch mal in einem Raum zu hören. Dafür braucht ihr einigermaßen gescheite Boxen. KRK und Yamaha sind so Firmen, die sich im unteren Mittelklassebereich ganz gut eingenistet haben. Gerade für Monitorboxen kann man wahnsinnig viel Geld ausgeben. Aber auch hier solltet ihr bedenken, es ist nicht unbedingt schlau, super viel Geld auszugeben, wenn euer Raum nicht optimiert ist. Weiter geht's mit einem gescheiten MIDI-Controller oder einem MIDI-Keyboard, sowas wie Ableton Push oder einem Keyboard mit 2 bis 3 Modulationsknöpfen. Das kann euch die Arbeit mit eurer Software erleichtern. Wenn ihr Gesang, Stimme oder aber akustische Instrumente aufnehmen wollt, ist natürlich ein Mikrofon unumgänglich. Ich habe hier das Rode NT1A, eines der bekanntesten und ich finde preis-leistungsmäßig eines der besten Einsteigermodelle, die ihr da draußen finden könnt. Als letztes auf der Liste stehen Plugins. Plugins sind externe Effekte, die ihr mit eurem Programm benutzen könnt. Serum oder Vital sind mittlerweile bekannte Synthesizer, die ihr softwareseitig nutzen könnt. Es gibt aber auch eine ganz große Palette an weiteren Effekten, Equalizer, Distortion-Einheiten oder aber Kompressoren und der ganze Kram. Die Liste ist unendlich lang. Mein Tipp für den Start ist, weniger ist definitiv mehr. Als ich angefangen habe, ich auch irgendwie jedes Plugin mitgenommen, was mir über den Weg lief. Jetzt mit ein bisschen mehr Erfahrung weiß ich, dass ich damals unfassbar viel Geld ausgegeben habe für Zeugs, was ich mittlerweile gar nicht mehr benutze. Denkt also am besten 5-mal drüber nach, ob ihr das Plugin wirklich braucht. Das sind meine Home Studio Essentials. Was darf denn in eurem Studio nicht fehlen? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.